Ja, dann habt ihr vielleicht gesehen, also diejenigen, die noch nicht in den Genuss gekommen sind von Christinas Gruppenarbeit, dass Christina jetzt wirklich damit auch an die Öffentlichkeit gegangen ist und es für alle zugänglich gemacht hat. Und wir freuen uns riesig, dass nach wie vor die Rückmeldungen einfach so schön sind. Wir werden versuchen, einige der Rückmeldungen dann mit eurem Einverständnis, natürlich nehmen wir euren Namen weg oder tun einen anderen Namen hin, aber dass wir einige Rückmeldungen mit auf die Webseite nehmen. Die sind so schön und es ist so eindrücklich und Christina ist nämlich total happy darüber, dass so viele schöne Dinge geschehen. Auch bei den Tierbehandlungen sind offenbar wirklich ganz viele Rückmeldungen gekommen. Einfach unglaublich schön. Okay. Hier ist wieder noch eine Frage aus den Mails. Ob die Seele was davon bemerkt, wenn wir als in unserer menschlichen Form, also ob dann unsere Seele etwas davon bemerkt, wenn wir in merkwürdige Gedankenformen bilden oder ob das die Seele berührt oder ob das wie ganz getrennt abläuft. Es gibt schon eine Verbindung zwischen uns und unserem Hören selbst. Und da fließen die Informationen immer hin und her. Also wir bekommen von unserer seelischen Ebene Informationen, aber wir mit dem, was wir auf der Erde machen, wir schicken genauso Informationen an unsere seelische Ebene. Wir als Seele, wir wachsen ja auch dadurch, durch das, was wir hier auf der Erde machen. Aber wie bewusst diese Verbindung ist, das ist wirklich bei jedem Mensch halt verschieden. Und das kann sich auch während dem Leben verändern. Okay. Ich gehe mal hier noch weiter mit den Mail-Fragen. Ich bin sicher, es hat im Chat auch wieder jetzt noch Fragen zu dem, was du gesagt hast. Da kommen wir nachher mal noch dazu, sobald wir wieder mit dem Chat verbunden sind. Was du von Reanimieren oder Wiederbelebungsversuchen hältst, also wenn jemand einen Unfall hatte oder quasi, ich vermute, die Fragestellerin hat im Sinn, ja, ist es zulässig oder wenn eine Seele am Sterben ist, will sie dann gehen oder soll man sie dann reanimieren oder nicht? Oder ist es ein Eingriff in den Seelenplan? Oder ich vermute, es geht in die Richtung. Also ob die Seele dem wie zustimmt oder ob man da irgendwie ich verstehe, in einen Plan eingreift. Die Frage kam sehr nur so, was du davon von Reanimieren hältst. So, ich nehme an, es geht in die Richtung. Also ich denke, von der seelischen Ebene her, wenn jemand wirklich gehen will, dann geht er. Also ich denke, dann würde Reanimieren auch nichts mehr bringen. Das ist ja dann mehr wie so eine Möglichkeit für die Seele. Will sie die Inkarnation wirklich beenden oder nicht? Also das heißt, reanimieren könnte Teil der Situation sein, die sich eine Seele im Vorfeld ausgesucht hat. Ist halt schwierig, das zu sagen, weil das müsste man wirklich von einem Mensch zum anderen anschauen. Aber es gibt ja schon Situationen, wo eine Seele sich etwas aussucht, wo sie dann wie so entscheiden kann, will sie im Leben bleiben oder möchte sie lieber gehen? Ob das jetzt
bei jedem Mensch der Fall ist, der reanimiert wird, das weiß ich nicht. Man kann ja nicht gut alles in eine Schublade tun, aber es gibt zumindest Seelen, die zum Beispiel, bevor sie inkarnieren, in ihrem Lebensplan gewisse Situationen einplanen, die wie dazu da sind, dass sich die Seele entscheiden kann, möchte sie bleiben oder möchte sie gehen, oder wo dann wie die Möglichkeit da ist, dass der inkarnierte Teil von der Seele, also wir als Mensch hier, dass wir uns neu orientieren können. Also zum Beispiel Menschen, die einen Unfall hatten und dann im Nachhinein sagen, durch diesen Unfall haben sie ihr ganzes Leben neu angeschaut und sich überlegt, was ihnen wirklich wichtig ist und um was es wirklich geht. Und das ist dann ja oft etwas, was man seelisch vorher schon eingeplant hat. Ja, vielen Dank und lieben Dank nochmal an Tara, die mittlerweile alles gefixt hat. Und jetzt kommen auch noch weitere liebe Teilnehmer hinzu. Und begrüße euch und sorry für die kleine Verzögerung. Und ja, schön, dass ihr jetzt mit dabei sein könnt. Hier sind noch Fragen gekommen zu dem Seelenanteil-Thema, nämlich woher weiß man denn überhaupt, wo die ganzen Seelenanteile sind? Also wie finde ich denn? Einer ist in Afrika und der andere ist auf dem Sirius und der dritte ist, ja, wie finde ich die? Also wie gesagt, ich habe ja eine Übung im Community-Bereich reingetan und da ist das beschrieben. Also zwischen uns und den Seelenteilen ist ja immer noch eine energetische Verbindung da. Und wenn man dieser energetischen Verbindung nachgeht, dann findet man diese Seelenanteile auch wenn man vorher nicht weiß, wo die sind. Also ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt eben nicht wissen, wie sie dann dieser energetischen Verbindung folgen können. Ist es wie so ein Seil in die Hand nehmen und sagen, okay, Seelenanteil, ja, hier ist ein Seil zwischen dir und mir und ich gehe jetzt mal dem Seil lang und dann geschehen dann Bilder oder ist es eine Gefühlssache oder kannst du das beschreiben, wie das bei dir, wie du es machst? Also wenn man dem Seil nachgehen möchte, das macht man einfach mit der eigenen Absicht. Und die einen Menschen, die sehen dann etwas, für andere ist das mehr ein Gefühl. Das ist ja ganz verschieden. Aber es ist unsere Absicht, mit der wir dann da weitergehen. Und wie wissen wir denn, wenn alle Seelenanteile vollständig bei uns sind oder ob das noch nicht vollständig ist, machen sich denn verlorene Seelenanteile irgendwie mal bemerkbar und sagt, huhu, ich bin verloren gegangen, kannst du mich bitte wieder zurückholen? Oder ja, wie weiß ich, ob ich quasi vollständig hier bin mit allem, was jetzt in dieser Inkarnation bei mir sein soll oder nicht? Also du meinst, wenn man jetzt die Übung nicht machen würde? Oder? Du sagst also, wenn man deine Übung macht, dann weiß man das. Also dann geht es eben über diese Verbindungen. Mhm. Also für die vielleicht eben erst dazugekommen sind, Christina hat zu dem Thema Seelenanteile auch eine Übung im Community-Bereich. Dann schaut da mal rein. Und wenn man unabhängig von dieser Übung sich einfach fragt, ob einem was fehlt,
Also meistens, wenn es um so Eigenschaften geht, die man irgendwie gar nicht so hat. Also wo man findet, das ist ein Lernthema, da fehlt noch etwas, dann fehlt halt manchmal wirklich seelisch noch etwas. Weil dann eben ein Seelenanteil, der mit dieser Eigenschaft verbunden ist, gar nicht bei einem ist. Oder auch wenn man nicht so gut geerdet ist, dann ist es natürlich auch viel wahrscheinlicher, dass man seelisch gar nicht ganz hier ist. Weil wenn man wirklich gut mit sich selbst verbunden ist und da ist, dann verliert man gar nicht so schnell Seelenanteile. Die fliegen ja nicht regelmäßig raus. Aber weil ja die meisten Menschen das halt einfach nicht sind, fehlen halt wirklich bei den meisten Seelenteile. Okay, danke dir, liebe Christina. Und ich glaube, es ist wirklich nützlich, ab und zu mal in den Community-Bereich zu gehen und wieder eine der Übungen zu machen. Ja, dafür stelle ich die ja hoch. Ja, Also wenn die niemand anschaut, dann muss ich sie auch nicht hochladen. das stimmt. Das ist ja der Sinn.